und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal und herzlich willkommen hier zurück in der Brickworld zu einem weiteren Tutorial-Video heute. Und zwar wurde ich in letzter Zeit öfters gefragt, vor allem nachdem das Video herauskam mit dem Umbau der gebogenen Straße, wie genau denn die gebogene Straße eigentlich gebaut ist. Also mit welcher Technik ist das Ganze gebaut, wie habe ich diesen Bogen da so reinbekommen, der relativ natürlich wirkt. Denn die Linien sind ja auch mitgebogen und die ganze Sache habe ich zwar ab und zu schon mal erwähnt. Es gab auch Videos dazu ein bisschen, aber heute in diesem Tutorial-Video möchte ich euch mal genau zeigen, wie man das hier am besten baut. Wir werden es ein bisschen abgespeckt bauen, weil in der Größe, in dem Umfang würde es relativ lange dauern. Wir werden wahrscheinlich nur eine Spur machen, etwas kürzer, aber das Prinzip ist immer das gleiche. Ihr könnt es in eine Länge ziehen, in den Bogen. Ihr müsst nur schauen, wie die Spannung in dem Ganzen, das sehen wir aber gleich. Und ja, wir machen jetzt gleich mit den ersten Schritten weiter, würde ich sagen. So, und das Ganze läuft relativ einfach. Wir brauchen gar nicht so viele Steine. Wir brauchen vor allem sehr viele 1x2er Plates in Dark Bluish Grey. Da kann ich euch den Tipp geben, wenn man das für Deutschland momentan in sehr vielen Pickup Brick Walls in den verschiedenen Lego Stores gibt es die zum Mitnehmen. Könnt ihr einfach 1-2 Becher mitnehmen, da seid ihr glücklich für lange Zeit. Dazu brauchen wir 1x2er Tiles, auch in Dark Bluish Grey. Die bekommt ihr manchmal auch in Lego Stores mit einem Becher. Ansonsten könnt ihr die auch bei Bricklink kaufen. Die kosten, wenn ihr größere Mengen kauft, beim richtigen Store 2-3 Cent. Also das ist jetzt nicht die Welt. Ansonsten brauchen wir zusätzlich noch 1x1er Tiles und 1x2er Plates in eben Dark Bluish Grey. Wobei es darauf ankommt, wie genau wir die Straße bauen. Ob wir da wirklich brauchen und wie viele wir davon brauchen. Und dann habe ich hier noch 1x2er Tiles in Weiß. Die werden wir auch benutzen, um eben Streifen mit in die Straße zu bauen. Und ja, mehr brauchen wir eigentlich. Man könnte rein theoretisch noch 1x2er Plates in Weiß gebrauchen. Das kommt darauf an, wie man die Straße baut. Aber sobald ihr das System verstanden habt, werdet ihr sehen, ob ihr das bei eurem Straße, die ihr bauen wollt, auch braucht oder nicht. Und ja, ansonsten würde ich jetzt mal sagen, ich stelle jetzt mal die Kamera hier ab. Mal schauen, ob das jetzt funktioniert in einem Take, ohne dass die Kamera gleich umfällt. Und grundsätzlich läuft das Ganze so, dass wir Tiles und Plates nehmen. Ich nehme jetzt einfach mal ein paar hier raus. Und hier ebenso. Und dann fangen wir an, das hier in einer langen Schnur zu bauen. Ich zeige es euch gleich. Und zwar nehmen wir die Tiles oben drauf, immer so im 1er Versatz. Und dazu dann die Plates unten drunter, so dass das Ganze in einem Versatz ist. Und das Ganze müssen wir jetzt auf eine bestimmte Länge bringen, um überhaupt erstmal Flexibilität in das Ganze reinzukriegen. Also ihr baut im Prinzip solche Schlangen. Ja, mal ein bisschen mehr noch. Mal schauen, wie lange wir brauchen, damit wir den Effekt auch sehen können. Grundsätzlich braucht ihr, um den Bogen in der Form zu haben, etwas längere Schläuche als die eigentliche Strecke, die ihr überbrücken wollt. Und das Tutorial hier ist jetzt tatsächlich nur für S-Kurven. Wenn ihr andere Kurven haben wollt, wird die Sache komplizierter. Bei S-Kurven ist der Vorteil, dass ihr gerade Kanten auf beiden Seiten bekommt und euch dadurch ganz viele Probleme, die entstehen können, bei zum Beispiel richtigen Kurven, also 90-Grad-Kurven etc., nicht entstehen werden. Schauen wir mal, ob wir damit schon mal auf einer guten Länge sind. Und ihr seht, das Ganze ist jetzt in sich so ein bisschen flexibel. Also ihr seht, es kann sich biegen. Ich mache es noch ein bisschen länger. Mal schauen, dass es nicht zu lang wird, damit wir auch unserer Baseplate hier, ich habe hier eine 48x48er Baseplate, dass wir da auch ordentlich drauf bauen können, noch ohne dass uns das Ganze irgendwie zu breit wird. Denn wir müssen das Ganze hier auch noch fixieren. So, schauen wir mal. Ist jetzt schon eine ordentliche Länge, würde ich sagen. Und jetzt seht ihr, das Ganze lässt sich jetzt auch in eine, nicht so biegen oder auch so biegen, in eine Art S-Form. Und ich versuche mal hier ein bisschen rauszugehen, dann seht ihr ein bisschen mehr. So, dazu brauchen wir jetzt gleich noch was zum Fixieren. Da muss ich mal ganz kurz weggehen und die Steine dafür holen, habe ich nicht vergessen. Und zwar nehmen wir jetzt dafür diese 1x1er Modified Bricks. Da können wir dann nämlich das Ganze hier an der Seite so anklicken. Das Ganze machen wir auch auf der anderen Seite.
Und dann können wir das Ganze jetzt zum Beispiel jetzt mal hier befestigen. Und dann versuchen wir einen Bogen zu schaffen, der noch einigermaßen eine Form hat, die wir gebrauchen können, ohne dass das Ganze zu sehr auf Spannung kommt. Da müsst ihr jetzt ein bisschen herumprobieren, denn die Sache ist die, eigentlich könnte man es noch ein bisschen länger bauen, damit wir Flexibilität bekommen. Sehr, sehr kurze Bögen sind schwierig. Da bekommt ihr sehr, sehr viel Spannung in das Ganze. Ich habe das bei mir in der Stadt ja vor der Baustelle. Das ist eine Sache gewesen, da ist extrem viel Spannung auf den Steinen. Sollte man eigentlich nicht machen, wenn man nicht unbedingt weiß, was man genau tut, denn ihr braucht dann sehr viel Stützkonstruktion, die das Ganze mit in Form hält und das macht ehrlich gesagt nicht so viel Spaß. Aber je länger das Ganze wird, desto mehr Stabilität bekommt ihr in die ganze Geschichte. So, wir können es auch einfach mal in die andere Richtung biegen. Es wird deutlich einfacher, die ganze Geschichte, wenn ihr dann auch noch außenrum Bauten habt. Ihr müsst einfach mal hier ein bisschen probieren, wie ihr eine Form bekommt, die euch erstens gefällt und zweitens auch in Form bleibt. Ich nehme jetzt euch mal mit. Jetzt seht ihr, wir haben jetzt hier einige Bricks in der Tiefe überspannt und das Ganze ist immer noch relativ flexibel. Das sollte funktionieren. Und um jetzt weiterzumachen, werden wir, ich nehme jetzt mal hier mal wieder das andere Objektiv, setzen wir jetzt hier mal einmal einer Plate drauf, auf diese Lücke, und das gleiche machen wir jetzt auch nochmal hier hinten. Wir bekommen jetzt hier nochmal ein bisschen mehr Stabilität in die ganze Geschichte. Dann nehmen wir jetzt mal das andere Objektiv, damit ihr wirklich mehr sehen könnt. Und jetzt würden wir rein theoretisch das Ganze nochmal so machen. Das heißt, wir nehmen noch mehr von den Plates, mehr von den Tiles und bauen uns jetzt eine weitere Schlange nach dem gleichen Prinzip, wobei wir jetzt darauf achten müssen, dass diese natürlich genauso lang ist wie die wir vorher gebaut haben, weil sonst wird das eine Sache, die keinen Spaß macht und auch nicht funktionieren wird. Das heißt, wir bauen jetzt einfach mal, also wenn ihr es ein bisschen länger baut, dann bekommt ihr da auch Übung rein und es geht auch schneller. Der Vorteil ist eben, ihr braucht halt in dem Sinne jetzt erstmal grundsätzlich nur 2 verschiedene Steine. Ihr könnt natürlich auch andere Farben nehmen. Manche bauen ihre Straßen auch in Schwarz, manche auch in Light Bluish Gray. Wobei ich Light Bluish Gray tatsächlich nicht empfehlen würde, aus Kostengründen, denn auch Schwarz eigentlich nicht unbedingt. Dark Bluish Plates in der Größe als auch Tiles sind an sich relativ kostengünstig. Also ihr bekommt davon vor allem oft auch einfach in den Stores ganze Becher oder auch dadurch gegeben in verschiedenen Bricklinks Shops auch größere Mengen. Also ich kaufe meistens so Tausender Pakete. Die kosten mich dann 20, 30 Euro. Bei einem Steinepreis von 2 bis 3 Cent. Wir brauchen hier noch ein bisschen was. Und damit sind die Straßen zwar immer noch nicht günstig nach der Bautechnik, aber es ist vermutlich eine der günstigsten Farben, mit der man eine realistische Straße bauen kann. Es fehlt uns hier noch einmal die ganze Geschichte. Und dann nehmen wir wieder einmal einer Plates an die Enden, um eben die Lücken zu schließen. Und jetzt setzen wir das hier an, klicken es da drauf, machen das gleiche hier drüben auch. Und ihr seht, das Ganze geht mehr in die gewünschte Form. Jetzt müssen wir ab und zu mal schauen, ob das immer noch funktioniert, denn wenn mehr von diesen Elementen dazukommen, kann man unter Umständen das Problem kriegen, dass das Ganze nicht mehr in der Form bleibt, die man ursprünglich hatte. Diese kleinen Lücken entstehen einfach, das wird sich nach und nach schließen. Ihr solltet einfach darauf achten, dass ihr eine Position einnehmt, die nicht zu viel Spannung erzeugt. Das könnt ihr aber, wie gesagt, auch noch nach und nach verändern. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, erst die Straße zu bauen, bevor ihr irgendwann alles außenrum baut, weil ihr einfach dann flexibler seid und euch an der Straßenform orientieren könnt. Ich baue jetzt einfach mal noch ein paar weitere von diesen Elementen und dann schauen wir uns gleich nochmal an, was man noch so beachten sollte.
So, ich habe jetzt mal noch ein paar Reihen dazu gebaut. Und jetzt kann man das Ganze nochmal fixieren. Ich habe es hier drüben nochmal gemacht. Es gibt jetzt zum einen diese Modified Bricks, bei denen es keine Einkamen gibt. Dann gibt es noch diese Headlight Bricks, die ein bisschen nach innen gehen. Bei diesen Headlight Bricks hat man den Vorteil, dass es auch auf der Rückseite die Funktion gibt, dass man so Plates hier hinten fixieren kann. Damit kann man dann auch die Steine andersrum fixieren. Ich habe jetzt hier tatsächlich nochmal ausgetauscht, ein Headlight Brick gegen einen, also ursprünglich hatten wir diesen Stein hier, dann nehmen wir den Headlight Brick jetzt, denn in dem Fall ist es so, dass ich einfach ein bisschen weniger Platz brauche. Es kommt auch an, wie breit ihr eure Straßen macht. Ihr müsst schauen, irgendwann könnt ihr, je nachdem, welche Konstellation ihr nehmt, ob ihr jetzt einen solchen nehmt oder zwei solche, also auf der Rückseite muss es immer ein Headlight Brick sein, weil ihr anders diese Platten nicht fixieren könnt. Auf der Seite ist es manchmal auch so. Da müsst ihr einfach jetzt mal schauen, welche Position ihr benötigt. Und jetzt werde ich hier versuchen, einhändig, das ist auch interessant, hier noch Headlight Bricks dran zu bauen. Und das ist tatsächlich nicht so einfach. Ich empfehle euch 2 Hände. Und jetzt können wir das Ganze mal wieder in unsere Position bringen. Das ist eine Position, die funktioniert zum Beispiel. Und ihr seht, wir haben jetzt hier eine Straße, die auf beiden Seiten fixiert ist. Ist natürlich jetzt sehr, sehr schmal. Ihr braucht halt dann natürlich deutlich mehr von diesen Schlangen, um eben die Straße breiter zu machen. Ich empfehle, dass ihr auf jeden Fall 8 Bricks breite Fahrzeuge hinbekommt, weil ihr zum Beispiel Busse etc. habt, die auf jeden Fall hinpassen müssten. Und die Mittellinie könnt ihr dann zum Beispiel auch mit solchen Steinen bauen, wobei da dann noch die Sache dazu kommt, dass die teilweise nur reingelegt werden. Da machen wir gleich noch ein extra Tutorial dafür. Aber das ist die grundsätzliche Struktur, um eben Straßen in gebogener Form zu bauen. Das Ganze ergibt dann auch einen sehr schönen Effekt. Ansonsten ist jetzt die Möglichkeit noch gegeben, dass man eben einen Bordstein dazu baut. Das ist auch davon abhängig, wie hoch euer Bordstein natürlich ist. Wir werden jetzt gleich nochmal eine relativ einfache Technik benutzen. Wobei ich da schauen muss, ob ich überhaupt genug Light Bluish Grey Plates dafür noch da habe, also Teils. Ich mache mal ganz kurz einen Cut und dann schauen wir uns gleich nochmal an, wie man hier ganz schön einen Bordstein in die Seite bekommt. So, ich habe mal noch was vorbereitet und zwar ist das jetzt sozusagen meine gewählte Bordsteinhöhe. Das ist also eine Plate höher und ein Teil höher. So ist auch bei mir die Bordsteinkante. Ebenso auf der anderen Seite ist die Frage, wie bringen wir hier eine elegante Verbindung dazwischen. Da habe ich schon was vorbereitet und zwar habe ich einen ähnlichen Schlauch gebaut wie hier. Eben nur jetzt in Light Bluish Grey. Da ist eben die Sache, Light Bluish Grey ist eben auch deutlich teurer als Dark Bluish Grey. Ihr müsst nur darauf achten, dass der Schlauch jetzt ein bisschen kürzer sein muss, denn er muss jetzt in diese Lücke passen. Seht ihr, passt bei mir genau hinein. Und um jetzt auf die richtige Höhe zu kommen, wird es ein bisschen knifflig. Dafür brauchen wir, ich habe eben jetzt ganz viele 1x2er Plates. Die sind jetzt bei mir hauptsächlich orange. Die Farbe ist relativ egal, denn man sieht sie später nicht. Aber ihr versucht jetzt damit hier entlang der Straße in 2 Plates Höhe, also ihr nehmt immer 2 Plates, steckt die aufeinander und versucht jetzt hier eure Straße ein bisschen in Form zu bringen. Das hilft jetzt auch, um die Straße auch an sich ein bisschen in Form zu bringen. Das stabilisiert das Ganze auch. Ihr müsst dann einfach mal schauen, wo ihr jetzt welche hinbekommt, wo es normal aussieht, wo es nicht so viel Spannung ins Ganze bringt. Und dann kommt hier etwas, was ungefähr so aussieht. Das machen wir jetzt noch ein bisschen weiter, so dass wir eben die ganze Länge der Straße am Rand diese 2 Plate-Höhen, ja, Fixierungen bekommen. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Optimalste gerade bei mir. Das ist einfach eine Sache, da müsst ihr mal ein bisschen testen. Hier unten machen wir das gleiche Spiel. Einfach so ungefähr. Hier wird es jetzt ein bisschen schwierig, weil wir da unten ja gar keine richtigen Entfernungen haben, weil wir ja hier die anderen Elemente genutzt haben. Aber wir lassen jetzt einfach mal ungefähr so. Alternativ könnt ihr auch, ich gehe mal kurz rüber, bitte nicht das Chaos beachten, das hier momentan noch herrscht. Ihr könnt auch zum Beispiel diese Steine benutzen. Das sind solche
Steine, die so ein bisschen eine Ausbuchtung haben und könnt die dann zum Beispiel an solchen Stellen benutzen. Natürlich nicht so, sondern ihr nehmt eine Plate und dann oben drauf einen von diesen Steinen. Damit könnt ihr nämlich auch Flächen überbrücken, die eigentlich so nicht funktionieren, weil ihr da nicht hinkommen würdet. Und wir machen es jetzt einfach mal so auf die Schnelle und dann könnt ihr jetzt nämlich euren Schlauch hier reinlegen. Und tatsächlich ist es so, dass der Schlauch dann, wenn ihr genug Fixierung habt, ganz genau die gleiche Höhe erreicht wie die Bordsteine an sich. Hier ist jetzt ein ganz kleiner Knick drin. Das liegt daran, dass ich auf der Seite jetzt die Headlight Bricks benutzt habe. Wenn ihr das Ganze auf der Seite mit diesen Steinen macht, dann bekommt ihr hier nicht diese kleine Lücke drin. Aber es funktioniert trotzdem von der Höhe her sehr gut. Und ihr müsstet jetzt das Ganze noch von der anderen Seite fixieren mit Steinen etc. Das ist dann euch übergelassen. Aber so bekommt ihr einen Bordstein an die Seite mit einer gebogenen Straße. Und ich würde sagen, ich hoffe zumindest, dass euch das sehr geholfen hat, wenn ihr auch solche Straßen bauen wollt, weil ich wurde, wie gesagt, öfters gefragt. Und das ist die Lösung des Ganzen. Es ist auf jeden Fall sehr steinintensiv. Es ist ein Steinegrab. Es wird teuer. Und ja, wenn ihr es machen wollt, es sieht hübsch aus. Müsst ihr ein bisschen investieren leider. Ja, und ich weiß sicherlich in naher Zukunft oder in ferner Zukunft, wenn die Brickworld erweitert wird, auch an anderen Orten noch gebogene Straßen nutzen. Ich habe auch vor, vielleicht eine ganze Häuserzeile entlang einer gebogenen Straße zu bauen, müssen wir mal schauen. Aber das ist eine ferne Zukunft für die Brickworld und jetzt würde ich sagen, genug der Worte für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt, etc. wie immer. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal hier in der Brickworld und viel Spaß beim selber bauen. Gesund bleiben, ganz wichtig. Und dann tschüss!